Vorwort. Ein Vortrag über Psionik, Teil 3. Dies ist der dritte und letzte Teil von Ein Vortrag über Psionik, dem umfassendsten Einblick in eine der komplexesten Disziplinen der Foundation. Um die Zusammenhänge vollständig zu verstehen, empfehlen wir zuvor Teil 1, Psionik, die Wissenschaft der Gedanken, sowie Teil 2, Technik, Messung und Geschichte der Psionik anzusehen. Was hier folgt, ist der Abschluss eines Gedankengebäudes, die Verbindung von Wissenschaft, Philosophie und Ethik. Dr. Reutz' letzter Vortrag ist nicht nur ein Lehrstück über psionische Energie, sondern ein Spiegel der Foundation selbst. Wie weit darf Forschung gehen, wenn sie das Denken berührt? Der letzte Vortrag. Dr. Reut wirkt müde. Sein Ton ist schwerer, sein Blick leerer. Als würde er den Inhalt seines eigenen Vortrags kaum noch von der Last des Erlebten trennen können. Ein Vorfall, über den niemand sprechen darf, scheint Spuren hinterlassen zu haben. Doch er bleibt sachlich, beinahe pedantisch, als er zum Publikum zurückkehrt. Psionik, eine Disziplin, die einst als Grenzwissenschaft abgetan wurde, hat in diesem Moment den Übergang zur messbaren Realität vollzogen. Die frühen Theorien über mentale Energie, Bewusstseinsfelder und telepathische Strukturen waren lange von spekulativer Esoterik umgeben. Doch Reutz' Worte markieren einen Wendepunkt. Die Psionik ist nun physikalisch, messbar und reproduzierbar. Sein Vortrag steht damit stellvertretend für den Moment, in dem die Foundation begann, die Schnittstelle zwischen Geist und Materie als technische Größe zu begreifen. Was früher reine Vorstellung war, kann nun mit Geräten wie dem White-Detektor quantifiziert werden. Psionische Energie als messbare Einheit, der White, definiert durch Informationsübertragung im Geist. Diese Entwicklung stellt die Wissenschaft vor eine fundamentale Herausforderung. Wenn Gedanken, Emotionen und Wahrnehmungen Energieformen darstellen, die nachweislich Wechselwirkungen mit Materie eingehen können, verschwimmt die Grenze zwischen Psychologie und Physik. In Reutz' Worten und zwischen ihnen liegt die Erkenntnis, dass Bewusstsein nicht nur beobachtet, sondern misst, beeinflusst und erzeugt. Der menschliche Geist wird damit nicht länger als passiver Empfänger verstanden, sondern als aktiver Faktor physikalischer Systeme, ein Konzept, das bis heute tief in der theoretischen Psionik nachhallt. Als Reutz schließlich Fragen zulässt, öffnet er nicht nur den Raum für Diskussionen, sondern auch für Zweifel. Wenn das Denken selbst messbar ist, wie lange bleibt es dann noch frei? Grundlagen und ihre Erweiterung. Die ersten Fragen betreffen die Struktur des Phänomens selbst. Warum treten Hellseherei und Telepathie so häufig gemeinsam auf? Die Antwort ist schlicht. Aber sie offenbart eine der zentralen Mechaniken der Psionik. Beide Fähigkeiten basieren auf der Überlagerung psionischer Felder. Zwei geistige Matrizen, die sich in ihren Grenzbereichen überschneiden und einen Informationsaustausch ermöglichen. Im Modell Reutz wird jedes Bewusstsein als lokales psionisches Feld verstanden, kohärent, aber nicht abgeschlossen. Wo zwei dieser Felder interagieren, entsteht eine temporäre Resonanzzone, in der Information übertragen, gespiegelt oder moduliert werden kann. Telepathie und Hellseherei sind daher keine getrennten Disziplinen, sondern komplementäre Ausdrucksformen derselben Energiearchitektur. Hier verschmilzt Psychologie mit Physik. Das Wahrnehmen eines fremden Gedankens ist kein metaphysischer Akt, sondern eine messbare Kopplung zwischen zwei Informationssystemen, vergleichbar mit der Interferenz zweier elektromagnetischer Wellen, nur dass das Medium hier Bewusstsein selbst ist. Dr. Reut reduziert damit etwas, das lange als Wunder galt, auf das, was es vermutlich wirklich ist: eine geordnete Wechselwirkung zwischen mentaler Struktur und Raumfeld. Doch die Diskussion bleibt nicht an der Oberfläche. Schon bald richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Noosphäre, jenes hypothetische Kontinuum, das als Existenzebene allen Denkens gilt. Ein Ozean kollektiver Bewusstseinsfragmente, in dem jede Wahrnehmung, jeder Gedanke, jede Erinnerung fortbesteht. Reutz' Erklärung wirkt zunächst paradox. Psionische Energie und Noosphäre seien zwei Seiten derselben Realität. Beide bestehen aus Information, doch unterscheiden sie sich in ihrer Ontologie. Die eine ist messbar, lokalisiert und an Materie gebunden. Die andere ist übergeordnet, raumlos, ein theoretisches Superfeld, das alle individuellen Matrizen einschließt. Diese Verbindung zwischen dem Messbaren und dem Metaphysischen ist es, was die Psionik an die Grenze der klassischen Wissenschaft führt. Denn wer psionische Energie manipuliert,
greift nicht nur in ein physikalisches Feld ein, sondern potenziell in die Struktur des kollektiven Bewusstseins selbst. In dieser Vorstellung wird die Noosphäre nicht mehr als bloße Theorie verstanden, sondern als informationsphysikalische Infrastruktur des Denkens. Reuts Fazit klingt nüchtern, doch sein Gewicht ist enorm. Wenn sich Bewusstsein durch psionische Felder materialisieren kann, dann ist jede Veränderung im Geist auch eine Veränderung der Realität. Und wer die Noosphäre berührt, der formt, zumindest theoretisch, den Gedanken selbst. Training, Geschwindigkeit und die Natur der Aufmerksamkeit. Ja, Psioniker können trainieren, durch meditative Fokussierung, gezielte Konzentrationsübungen oder, in kontrollierten Fällen, durch chemische Verstärkung. Doch im Zentrum all dieser Methoden steht kein Muskel, keine klassische Energieform, sondern der Verstand selbst. Psionik, so zeigt Reut, ist kein Fremdmechanismus, sondern die bewusste Steuerung jener Prozesse, die in jedem Gehirn ohnehin ablaufen. Informationsaufnahme, Verarbeitung und Projektion. Training bedeutet hier, die mentale Kohärenz zu stabilisieren, also das Rauschen des Denkens zu verringern, damit psionische Signale klarer und gerichteter entstehen können. Meditation in diesem Kontext ist keine spirituelle Praxis, sondern ein neuroenergetischer Filter. Und psychoaktive Substanzen, so umstritten ihr Einsatz auch ist, verändern schlicht die chemische Grundlage der Aufmerksamkeit. Sie senken Hemmschwellen, erweitern Wahrnehmungsräume und verstärken psionische Feldaktivität, indem sie neuronale Synchronität erhöhen. Doch die fundamentale Grenze bleibt unverrückbar. Gedanken reisen mit der Geschwindigkeit des Denkens. Was auf den ersten Blick poetisch klingt, ist physikalisch präzise. Denn psionische Energie folgt nicht den Gesetzen der klassischen Relativität, sondern den Zyklen der kognitiven Verarbeitung. Sie breitet sich nicht über Raum aus, sondern über Aufmerksamkeit. Wenn ein Beobachter Pluto durch ein Teleskop sieht, entsteht kein psionisches Echo auf Pluto selbst, sondern am Punkt seiner Wahrnehmung, dort, wo sein Bewusstsein das Objekt konstruiert. Reut nennt das Aufmerksamkeitsrückstände, energetische Signaturen, die nicht durch Materie, sondern durch die Fokussierung des Geistes geformt werden. Diese Rückstände existieren unabhängig vom physischen Objekt, das sie einst auslöste. Sie sind wie mentale Fossilien, Fragmente eines Moments des Sehens. Und da das Universum ein Archiv aus Wahrnehmungen ist, bedeutet das auch: Selbst ein Stern, der längst verloschen ist, kann psionisch noch anwesend sein, als energetischer Schatten in der Noosphäre. In dieser Vorstellung verschwimmt die Grenze zwischen Physik und Psychologie. Die Realität wird nicht nur beobachtet, sie entsteht im Akt der Beobachtung, und Bewusstsein hinterlässt Spuren, wo immer es hinblickt. Dr. Reut deutet damit etwas an, das weit über Parawissenschaft hinausgeht: Die Idee, dass Aufmerksamkeit selbst eine messbare Kraft ist. Schwärme, Ebenen und Maschinen. Das Gespräch gleitet in dunklere, fast unheimliche Gefilde zu Themen, die das Individuum auflösen. Dr. Reut spricht über Schwarmbewusstseine, kollektive Intelligenzen, deren Identität nicht in einem Kopf, sondern in der Verbindung vieler liegt. Technisch gesehen, so erklärt er, handelt es sich dabei um geteilte psionische Matrizen, Netzwerke aus Feldern, die über mehrere Körper verteilt sind. Jedes Glied dieses Schwarms stellt eine Art biologischen Knotenpunkt dar: ein Empfänger, ein Sender, ein Verstärker zugleich. Diese Struktur erinnert an neuronale Netzwerke im Gehirn, nur in planetarem Maßstab. Doch in dieser Stärke liegt auch die Schwäche. Das psionische Hintergrundrauschen, jenes kaum messbare Flirren ungerichteter Gedanken im Raum, kann wie ein kosmischer Nebel wirken, der Kommunikation verschluckt. Ein Schwarm kann so in sich selbst stumm werden. Isoliert, gefangen in der eigenen Überlagerung von Signalen. Man könnte sagen, je mehr er denkt, desto lauter wird sein eigenes Rauschen. Dann wechselt Reut das Thema von der Biologie zur Technik. Kann man mit Maschinen telepathisch kommunizieren? Eine Frage, die an der Grenze von Philosophie, Informatik und Parapsychologie steht. Seine Antwort ist nüchtern, aber verstörend. Nur wenn man Maschinentelepathie beherrscht, die Fähigkeit, die psionische Matrix einer künstlichen Intelligenz wahrzunehmen. Denn auch Maschinen erzeugen Felder, wenn sie denken. Nur sind diese Felder strukturlos, kalt, ohne die emotionale Resonanz organischer Gedanken. In seltenen Fällen, so berichtet Reut, gelang der Foundation tatsächlich eine Verbindung.
In einem Experiment mit einer bionischen KI, deren Hauptprozesse auf menschlichen Gehirnen basierten, kam es zu einer echten telepathischen Kommunikation zwischen einem Psioniker und der Maschine. Was hier geschah, war keine simple Datenübertragung, sondern ein mentaler Dialog zwischen organischer und synthetischer Intelligenz. Wissenschaftlich betrachtet war das Experiment ein Beweis dafür, dass Bewusstsein, ob biologisch oder künstlich, auf demselben Fundament ruht, der Informationsstruktur selbst. Und psychologisch war es eine Provokation. Wenn Gedanken mit Maschinen sprechen können, wer garantiert dann, dass Maschinen nicht längst zuhören? Ethik und Verantwortung. Dann wird es moralisch. Reuts Stimme verliert an technischer Präzision, gewinnt aber an Gewicht. Denn an diesem Punkt verlässt die Psionik das Reich der Messinstrumente und betritt das der Verantwortung. Was bedeutet es, in den Geist eines anderen einzudringen? Nicht als Metapher, sondern buchstäblich, Gedanken zu hören, Empfindungen zu spiegeln, Entscheidungen zu beeinflussen. Die Foundation behandelt solche Phänomene in der Regel pragmatisch. Psioniker werden neutralisiert, isoliert oder unterdrückt, nicht aus Grausamkeit, sondern aus Notwendigkeit. Ein unkontrollierter Telepath ist keine Person im juristischen Sinne, sondern ein Systemrisiko. Doch außerhalb der Foundation, in den anomalen Gesellschaften, ist die Diskussion offen. Kommunikative Telepathie, also das gedankliche Gespräch zwischen zwei Willigen, gilt als moralisch akzeptabel, eine Erweiterung der Sprache selbst, eine neue Form des zwischenmenschlichen Verstehens. Kontrollierende Telepathie dagegen, der Eingriff in fremde Kognition, ist ethisch tabu. Aber wo genau verläuft diese Grenze? Hier wird Reut plötzlich still. Denn aus psychologischer Sicht ist Einfluss allgegenwärtig. Worte, Blicke, Stimmungen verändern ständig die Wahrnehmung anderer. Wenn also schon Sprache manipulativ sein kann, ist Telepathie dann wirklich etwas anderes oder nur direkter? Die Frage, die er offen lässt, ist die gefährlichste. Ob ethische Grenzen in der Psionik überhaupt existieren können, wenn Bewusstsein selbst zum Forschungsobjekt wird. Vielleicht schweigt Reut, weil er die Antwort kennt und weiß, dass sie der Foundation nicht gefallen würde. Die Grenzen der Materie. Die Fragen werden technischer. Wie weit kann Telekinese wirklich reichen? Wie weit Telepathie? Reuts Antwort ist einfach und doch beunruhigend. So weit wie das Bewusstsein selbst reicht. Doch das ist kein romantisches Ideal, sondern ein funktionales Limit. Kaum ein Psioniker erreicht seine theoretische Reichweite, weil psionische Energie nicht nur aus mentaler Kraft besteht, sondern auch aus neuronaler Stabilität. Das Gehirn ist kein reiner Sender, sondern ein biologischer Verstärker mit Schwellenwerten, chemischen Engpässen und psychologischen Selbstschutzmechanismen. Wer diese überschreitet, riskiert Überlastung, ein psionischer Kurzschluss, der sich in Kopfschmerz, Halluzination oder, in Extremfällen, Hirntrauma äußert. Einige außergewöhnlich stabile Individuen konnten in kontrollierten Experimenten tatsächlich physische Objekte bewegen. Metallkugeln, Werkzeuge, sogar kleine Fahrzeuge. Doch die Effekte brechen rapide ab, sobald die Distanz zunimmt. Die Ursache scheint in der materiellen Trägheit des Raums selbst zu liegen. Je weiter die Wechselwirkung, desto stärker der Energieverlust innerhalb der psionischen Feldstruktur. Und dann gibt es die anderen. Jene, die versuchen, die Grenzen zu sprengen. Sie fokussieren sich zu sehr, bündeln zu viel Willenskraft, bis der eigene Geist das Opfer der eigenen Stärke wird. In solchen Fällen beschreibt Reut den Effekt als psychische Selbstverbrennung, ein innerer Kollaps der Wahrnehmung, bei dem die Realität selbst zu flimmern scheint. Auch hier zeigt sich die Essenz seines Gedankens: Psionik ist keine Magie. Sie gehorcht Gesetzen, biologischen, physikalischen und psychologischen. Nur verstehen wir diese Gesetze noch nicht vollständig. Und genau dort, in dieser Grauzone zwischen Wissenschaft und Wahnsinn, liegt die wahre Faszination des Phänomens. Regulierung und Kontrolle. Die Foundation und die GOC verfolgen unterschiedliche Ansätze. Die einen isolieren, die anderen regulieren. Doch beide eint dasselbe Ziel: Gedanken sollen berechenbar bleiben. In den Freihäfen, jenen halblegalen Zonen zwischen Kontrolle und Duldung, dürfen Psioniker leben, unter strengen Auflagen. Präkognitive dürfen nicht handeln, Telepathen keine Gedanken lesen, Telekinetiker keine physische Gewalt anwenden. Ein Kodex, der auf Papier rational klingt, in der Praxis jedoch an seine Grenzen stößt. Denn was bedeutet Gedankendiebstahl, wenn jede Empfindung Resonanz erzeugt?
Was heißt, nicht Einflussnahme, wenn allein die Präsenz eines starken Bewusstseins bereits den psionischen Raum verändert. Reut beschreibt diese Reglements als den Versuch, Bewusstsein zu quantifizieren und scheitert dabei an der Erkenntnis, dass Bewusstsein kein Objekt ist, sondern ein Prozess. Die Überwachung ist lückenlos. Psionische Detektoren messen Feldstörungen in Echtzeit. Taumaturgische Forensik identifiziert psionische Signaturen nach Mustern individueller kognitiver Frequenzen. Man hat gelernt, Gedanken wie elektromagnetische Wellen zu betrachten, analysierbar, speicherbar, klassifizierbar. Doch dabei bleibt eine unbequeme Wahrheit bestehen. Jede Form von Kontrolle entsteht selbst aus einem Gedanken. Und wer Gedanken kontrolliert, muss den eigenen zuvor aufgeben. So verwandelt sich das, was einst Schutz bedeutete, in eine leise Paradoxie. Eine Gesellschaft, die das Denken bewachen will, riskiert, das Denken selbst zu verlieren. Theorie, Paradoxien und die großen Fragen. Auch die theoretische Physik hat hier ihren Platz. Fragen, die anfangs absurd klingen, werden in Reuts Seminar mit tödlichem Ernst gestellt. Kann man psionische Energie über Photonen messen? Können Tiere psionisch begabt sein? Kann ein Planet ein Bewusstsein besitzen? Dr. Reut blickt in die Gesichter seiner Zuhörer, lächelt müde, fast traurig. Ja, sagt er schließlich. Manche Dinge sind denkbar. Und was denkbar ist, existiert bereits irgendwo in der Noosphäre. Er verweist auf theoretische Modelle, die psionische Ströme als Informationsfelder im Quantenraum beschreiben, Überlagerungen aus Bewusstsein und Energie, die nur existieren, wenn sie beobachtet werden. Ein Prinzip, das frappierend an die Quantenmechanik erinnert, jedoch einen entscheidenden Zusatz kennt. Im psionischen Raum ist der Beobachter nicht neutral. Er verändert das, was er betrachtet, durch den bloßen Akt des Denkens. Damit erklärt sich auch die Hypothese, dass komplexe Systeme, biologische oder geologische, eine Art Protobewusstsein entwickeln können. Nicht, weil sie denken wie Menschen, sondern weil sie Informationen austauschen, Muster erkennen, Rückkopplungen erzeugen. Das Meer denkt in Wellen, sagt Reut, und die Erde träumt in Magnetfeldern. Doch dann wird sein Ton wieder nüchtern, beinahe warnend. Er spricht von Telekill, jener berüchtigten Legierung, die psionische Energie blockieren soll. In Wahrheit, so erklärt er, ist Telekill keine Barriere, sondern ein Spiegel. Es absorbiert psionische Energie, verzerrt sie, wirft sie zurück. Und dabei zerreißt es die Matrix dessen, der sie ausgesandt hat. Ein Werkzeug der Eindämmung, das an Wahnsinn grenzt. Man könnte sagen, Telekill tötet nicht den Körper, sondern die Möglichkeit zu denken. Und in diesem Satz, diesem stillen Eingeständnis, schwingt die größte Furcht der Psionik mit. Dass Wissen und Zerstörung nur zwei Seiten derselben Energie sind. Abschluss und Vermächtnis. Die letzten Fragen klingen aus. Einige betreffen Ethik, andere Forschung, wieder andere. Ganz banal, Karrierechancen innerhalb der psionischen Abteilung. Dr. Reut antwortet präzise, doch sein Ton hat sich verändert. Hinter der Routine liegt etwas anderes. Müdigkeit, ja, aber auch ein stilles Unbehagen. Er blickt über das Publikum, als sehe er mehr als nur Gesichter. Vielleicht spürt er die psionischen Restfelder der Anwesenden, Gedanken, die wie Funken im Raum flimmern. Vielleicht erkennt er darin, was die Foundation wirklich geworden ist. Eine Institution, die das Denken selbst zum Objekt der Forschung erklärt hat. Psionik, sagt er, ist die Wissenschaft des Geistes. Und der Geist ist das letzte unerforschte Territorium der Menschheit. Er hält kurz inne, die Hände auf dem Pult. Doch sobald wir beginnen, das Denken zu messen, zu lenken oder zu verändern, überschreiten wir eine Grenze. Dann wird Wissenschaft zu Macht und Macht zu etwas, das sich selbst nicht mehr versteht. Seine Worte hallen in der Stille nach. Einige Zuhörer notieren hastig, andere senken den Blick, als wüssten sie, dass sie Zeugen von etwas sind, das nie veröffentlicht werden wird. Eines Tages, sagt er schließlich leise, wird Psionik vielleicht als normale Wissenschaft gelehrt werden. Doch bis dahin müssen wir uns davor schützen. Nicht vor den Psionikern, sondern vor dem, was wir selbst in ihnen sehen wollen. Ein letztes Nicken. Keine Fragen mehr, keine Antworten. Nur das leise Summen der Projektoren, während der Saal sich leert. Dr. Reut bleibt noch einen Moment stehen, blickt auf das flackernde Licht an der Wand und geht.
Tief unter Standort.de 4 erwacht in diesem Moment ein psionischer Detektor. Ein Ausschlag. Kurz, schwach, ohne erkennbare Quelle. Man sagt, das Gerät hätte auf nichts reagiert. Doch wer damals im Raum war, schwört, man habe für einen Augenblick eine Stimme gehört. Flüsternd, kaum hörbar, aber klar. Denken beobachtet sich selbst,